Ja, wenn es schwierig ist, funktioniert das auch so. Du kletterst schon einfach los, schaust irgendwann auch einen Punkt zu finden für einen Cliff, wo du ihn positionieren kannst. Schaust natürlich, dass der Cliff gut und stabil drin ist. Du sitzt gemütlich hinten, wartest einmal, was passiert. Aprire una via in solitaria è una cosa speciale, un'avventura tutta per sé, perché l'esperienza che uno fa la fa per se stesso e è diversa dall'uno all'altro. È un'avventura emozionale e è un gran lavoro, è davvero un gran lavoro perché se sei da solo devi fare tutto doppio e triplo. E poi uno dei pesi più grandi è che non puoi chiedere al tuo compagno dove si va ora o che ne pensi. Questo mi sa il peso più grande da portare. Sì. Ja, die Idee von der Linie ist eigentlich entstanden, nachdem dass ich mit dem Gary die Waffenlos im Winter gemacht haben. Ist ihnen auf der rechten Seite von der Tour, was wir eben gemacht haben, aufgefallen, dass da eigentlich noch Platz frei war. Und während er das so erzählt hat, hat er zu mir gesagt, er hätte voll gern, dass ich da dabei bin. Und gleichzeitig ist ihm aber voll wichtig, dass ich ihm versprich, dass ich die Linie allein mit ihm mache. Und dementsprechend habe ich nachher auch das Versprechen gegeben. Okay, alles Paletti bei dir? Alles Paletti. Wegen mir, aber es ist alles gewaltig, wegen windig ist. Ja, heute sind schon gescheit versohlt, da oben. Ja. Da ist gleich mit Zeug dahergekommen. Nicht Eis tauschen gewesen. Du magst gerade direkt einen Caipirinha machen. Kannst den Mund anheben. Gary, wie kommt der Vier? Gewaltig, hä? Essere compagni di arrampicata è essere amici. Ja. Ich habe gesagt, da oben ist der Eiskamin, schauen, ob wir gut genug sind. L'amicizia in montagna nasce dalla fiducia e la fiducia si costruisce dalle esperienze che uno fa e da essere in sintonia. L'amicizia fra Gary e Simon era di sicuro una combinazione di due persone che lavoravano molto simile, essendo decisi tutti e due di avere obiettivi precisi e di lavorarci costantemente fino alla fine. Tipptopp, Peter. Geil. Super Sache, Echt super, ja. Ja, er ist in Nepal auf einer Expedition, wo sie einen Gipfel gemacht haben, höhenkrank geworden, die Nacht davor. Und beim Abstieg ist er nachher sozusagen verkugelt und ist tödlich verunglückt. Und so bin ich nachher alleine zwar zu der Skotani hingegangen, die Tour für ihn zu machen. Und dementsprechend war es für mich auch ganz klar, ich habe ihm versprochen, dass ich die Tour allein mit ihm machen werde. Und dementsprechend war auch ganz klar, dass ich die Tour zwar solo klettern werde, aber im Herzen werde ich ihn halb tragen.
Auf der anderen Seite habe ich verstanden, dass ich die Tour, die Erstbegehung, jetzt mit dem Gary gemacht habe. Aber das einzige Positive, was mich auch sozusagen echt glücklich gemacht hat, war, dass ich sicher wieder zurückgekommen wäre, um die freie Begehung zu machen. Und das war für mich allem noch so ein Schritt, dass ich sage, die Tour ist nicht noch abgeschlossen. Die Freundschaft zu Gary war sicher ganz intensiv und auch dementsprechend auch speziell. Ich glaube, der Gary ist wirklich ein Freund gewesen, mit dem, was ich kennt habe, über alles reden, über Sachen reden, mit dem, was ich wahrscheinlich mit anderen Freunden weniger rede. Er war einfach ein Punkt, wo ich auch einfach über nicht so schöne Sachen gekannt habe reden und gleichzeitig war aber auch die Freundschaft so, dass er mir einfach auch Sachen zu verstehen gegeben hat, die was er vielleicht oft einmal nicht in Lernen gefunden hat, aber auch positive Sachen gekannt hat, die was eigentlich auch die Freundschaft so speziell gemacht hat. Geil! Bravo, Gary! Bravo! Geil! Hey! Fitzoi! Geil! So bin ich auch noch. La parete della Cima Scotoni è di sicuro una fra le 5 o 6 pareti più importanti delle Dolomiti perché è alta, ha più di 500 metri. La qualità della roccia che non è sempre solida, anche tutti gli strapiombi ne fanno una parete molto selvaggia e di sicuro non per tutti. Ja, nach der Erstbegehung war mir eigentlich schon klar, dass die Route frei kletterbar wird. Aber was schon ganz klar war, dass die 6. Seillänge die Schlüsselseillänge wird werden und sie wird sicher an meine Grenzen gehen, wenn sie geht. 8 maximale Züge fast schon in einem waagrechten Dach draußen, wo es auch natürlich von der Natur her ein Geschenk ist, dass das überhaupt so machbar ist. Wenn da jetzt so kleine Details nicht vorhanden sind, dann ist es für mich nicht kletterbar. Und schlussendlich nach 2 Jahren war wirklich der Punkt da, wo ich gesagt habe, heuer wird das Saisonsziel und Projekt voll fokussiert auf die Cima Scotoni und dementsprechend habe ich mich nachher auch auf das vorbereitet. Die Can You Hear Me, das was sicher auch in meinem Leben ein neuer Schritt war und gleichzeitig die Tour ist, was mir am wichtigsten in die Dolomiten ist, was sie eröffnet haben.
Ja, nachdem dass ich nachher letztes Jahr, am 15. August, die Rotpunktbegehung, die freie Begehung von der Route Canyon Hirmi gedurft haben klettern, war es natürlich für mich oben auf dem Gipfel ein sehr interessanter Moment. Auf der anderen Seite natürlich war es ein Traum, was schon vor 3 Jahren umgekehrt hat, das irgendwann zu klettern, die Route sturzfrei zu machen und sozusagen die Tour anzuschließen. Auf der anderen Seite war es für mich auch traurig zu verstehen, dass das die letzte Tour wird sein, was ich zusammen mit dem Gary ausgemacht habe und wahrscheinlich auch klettern werde. Ja, Freundschaft ist für mich eigentlich schon ganz etwas Wichtiges in meinem Leben. Mit Freunden kann ich alles schaffen. Und wenn man selber hört, das sagt eigentlich schon alles aus. Ja, warum ich die Route sozusagen Canyon Hirmi getauft habe, das sagt eigentlich schon nur mir alleine aus, weil ich einfach von Anfang an gehofft habe, dass mir einfach der Gary hört in dem, was ich tue und in dem, was ich fühle, gegenüber zu ihm.